Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es erneut um den UniFi Cloud Key. Deutlich schneller als mir lieb ist. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, ich verlinke euch das oben, ich habe insgesamt 2 von den UniFi Cloud Keys und ich war bisher immer sehr zufrieden. Ich habe die jetzt, das eine habe ich so circa 4 Jahre, den anderen Cloud Key habe ich circa 2 Jahre. Das hier ist der etwas neuere Cloud Key, das heißt, den habe ich erst circa seit 2 Jahren und bei beiden ist eine Toshiba 1 Terabyte HDD drin, also sprich eine mechanische Festplatte mit rotierenden Datenscheiben. Und im ersten Video hatte ich ja berichtet, dass mir beim Umzug mein erster Cloud Key, der deutlich ältere, aus so circa 30 cm kurz runtergefallen ist während des Betriebs. Und danach hatte ich eben einen Festplattendefekt. Das heißt, das geht ganz klar auf meine Kappe, dass ich das versaut habe. Jetzt ist hier der Zustand, dass bei dem neueren Cloud Key, der ist mir nie runtergefallen, den habe ich auch immer ganz pfleglich behandelt. Der liegt hier und da kommt auch keiner ran. Das sieht jetzt zwar ein bisschen wild aus, aber wie gesagt, das ist halt wegen Umzug, aber hier ist genug Platz. Wie gesagt, der ist nicht verrutscht, keine Stöße und nichts. Und ja, was soll ich sagen, jetzt vor ein paar Tagen habe ich auf einmal keine neuen Aufzeichnungen meiner Überwachungskameras mehr gefunden. Und ich nutze die Cloud Keys tatsächlich, um da meine Videoüberwachungskameras anzuschließen von Ubiquiti. Ich habe halt mehrere Cloud Keys, dass ich das ein bisschen redundant machen kann. Der eine, wie gesagt, geht halt übers Internet, der andere lokal. Das für den Fall, was ausfällt, dass ich immer ein Backup habe. Wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, darauf einzugehen, wie ich das gelöst habe. Aber Hintergrund ist eben, ich habe diese 2, weil ich eben, wie gesagt, einfach eine gewisse Redundanz haben will. Das eine eben übers Internet betreibe und das andere nur lokal. So, und jetzt, wie gesagt, ist halt hier auch die Festplatte defekt. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal in der Ubiquiti-Oberfläche an. Aber es sieht für mich wieder nach einem ähnlichen Defekt aus wie beim Gerät 1. Und wie gesagt, das Gerät hat jetzt keine Stöße oder Schläge oder sonst irgendwas abbekommen, sondern da ist die Festplatte einfach von allein gestorben. Wir schauen mal rein, mal gucken, was sich an Informationen finden lassen. So, jetzt sind wir hier wieder im UniFi Manager und wie wir sehen können, ich habe schon wieder dieses Storage-Problem. Wie erwähnt, ist jetzt auch bei meinem zweiten Cloud Key die Festplatte ausgefallen. Bei dem ersten Video, was ich dazu gemacht habe, war es ja so, dass mir der Cloud Key aus ca. 30 bis 40 Zentimeter Höhe im Betrieb tatsächlich runtergefallen ist. Das heißt, da konnte ich nachvollziehen, weshalb die Festplatte 'n Defekt angezeigt hat. Bei dem Cloud Key, das ist mein zweiter, den ich im Einsatz habe, da hat jetzt tatsächlich ohne äußere Einwirkungen einfach mittendrin die Festplatte versagt. Es ist wieder dasselbe Problem wie bei dem anderen Cloud Key. Er zeigt einfach an Storage at risk of failure. Er speichert jetzt keine Daten mehr, also keine Aufzeichnungsdaten. Ich nutze die Cloud Keys ja, um Videokameras von UniFi oder beziehungsweise Videokameras von Ubiquiti zu verwenden. Wir sehen jetzt hier die Laufzeit der Festplatte und wie wir sehen können, ist es halt wieder ein physischer Datenträger, es ist wieder eine Toshiba und ich habe noch nie eine kaputte Festplatte gehabt, einfach so, einfach aus dem Nichts. Lässt mich eher glauben, dass die Festplatten keine sonderlich gute Qualität aufweisen oder es da irgendein anderes generelles Problem gibt. Auf jeden Fall muss ich es jetzt wieder ersetzen. Wir kennen das Spiel ja vom letzten Mal. Ich werde den Cloud Key jetzt runterfahren, hier über die Oberfläche, und sobald er aus ist, werden wir uns jetzt daran machen, die Festplatte zu tauschen. So, wie ihr gesehen habt, also ja, es war schon eine lange Betriebszeit, aber jetzt auch nichts Außergewöhnliches, hätte ich gesagt. Also ich habe eher den Eindruck, dass diese Toshiba-Festplatten nicht die besten sind. Das ist natürlich jetzt rein spekulativ, aber dass mir jetzt 2 Festplatten in so kurzer Zeit hops gehen vom gleichen Hersteller und ich, wie gesagt, in den über 30 Jahren IT-Erfahrung noch nie einen Festplattendefekt hatte, finde ich dann doch ein wenig ungewöhnlich. Sei es drum, ich habe das ja jetzt runtergefahren über die Software. Das heißt, wir können hier den Strom einmal trennen. Und jetzt, wo wir den Strom getrennt haben, ihr kennt das ja schon, können wir den Festplattenschacht öffnen, Festplatte tauschen. Ich mache das jetzt einmal, indem ich das an einer anderen Stelle mache, damit ich das auch gut gefilmt bekomme. Dann stöpseln wir das wieder an und schauen mal, was dann die Oberfläche sagt, ob er die Festplatte dann wieder erkennt und die Aufnahmen wieder funktionieren. So, ich habe das Ganze jetzt mal hier hingepackt, da solltet ihr das besser sehen können. Ich hatte es ja in einem anderen Video schon erwähnt, zum Lösen der Festplatte oder Ausbauen der Festplatte müsst ihr hier diesen Schieberegler entsprechend betätigen. Dann springt die hier so raus aus dem Schacht und wie wir sehen können, von der Einbauposition ist es eben so, dass die Festplatte, wenn wir jetzt das Gerät, also den Cloud Key hier sozusagen auf den Kopf stellen, hier ist ja oben, hier ist unten, dann ist es eben so, dass es, ja, wie gesagt, mit den
Anschlüssen entsprechend so rum eingebaut werden muss. Haben wir den Cloud Key so rum, müssen wir sie natürlich mit der Seite nach oben einbauen. Also das sollte selbsterklärend sein, aber trotzdem nochmal den Hinweis. Ansonsten, ich kann mich erinnern, im letzten Video war es ja auch so, dass das hier toolless zu entfernen geht. Also das heißt, wenn wir hier ein bisschen das rausziehen, also diese Schienen, wenn wir die so ein bisschen nach außen biegen, müssten wir die Festplatte eigentlich aus den Verankerungspunkten rausbekommen. Und so ist es auch. Dann geht sie ganz leicht raus. Jetzt haben wir hier eine neue, auch 1 Terabyte, allerdings SSD. In dem Fall ist das der Hersteller Kingston. Im ersten Video hatte ich ja unglücklicherweise, weil ich zu schnell bei Amazon auf Kaufen geklickt habe, mir eine King-Spec SSD bestellt. Was auch immer das ist, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Jetzt probieren wir es heute mit einer Kingston SSD und da hoffe ich, dass wir da mehr Glück haben und dass es direkt funktioniert. Jetzt, wie gesagt, ist es ja nach oben orientiert und der Cloud Key liegt auf dem Rücken oder auf dem Kopf, je nachdem. Das heißt, ich muss es auch drehen. Dann sind wir von der Orientierung wieder identisch. Schieben das hier ein und dann müsste es eigentlich auch verriegeln. Ich nochmal prüfen, ob sie auch wirklich gerade drin sitzt. Ne, hier sind wir noch nicht ganz drin. Ach ja, diese Plastiksachen, das war halt mit Schrauben irgendwie schon einfacher. Also beziehungsweise wusste man, wenn es richtig sitzt bei Schrauben. So, jetzt klappt es auch. Also ihr habt gesehen, beim ersten Mal war die Festplatte, die neue, die SSD noch nicht ganz richtig im Rahmen positioniert. Weshalb habe ich dann gemerkt beim Einsetzen, dass es ein bisschen geklemmt hat. Das heißt, da müsst ihr vorsichtig sein, nicht einfach wild drücken. Wir haben ja hier relativ, sage ich mal, fragile SATA-Anschlusspunkte. Einmal eben für die Datenverbindung, das ist der kleine, und der längere eben für die Stromversorgung. Und wenn die Festplatte jetzt nicht ganz sauber im Rahmen sitzt, dann würdet ihr die wahrscheinlich kaputt drücken. Deswegen darauf achten. Haben wir jetzt wieder eingebaut. Bedeutet, ich schließe jetzt den Cloud Key wieder an. Wie gesagt, Festplatte ist getauscht. Ob sie wirklich erkannt wird, weiß ich nicht. Ich habe noch nie eine Kingston verbaut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, im ersten Video hatte ich einen anderen Hersteller genutzt. Ich glaube, Western Digital oder so, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das heißt, ich schließe jetzt an, starte das Ding und dann springen wir nochmal an den Computer und schauen an, was die Web-Oberfläche sagt, ob er die neue Festplatte erkennen kann oder nicht. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe die Festplatte physisch getauscht. Und wir sehen auch, Storage fully operational bedeutet, die Kingston SSD, die ich jetzt verbaut habe, ist tatsächlich kompatibel. Ihr seht auch hier nochmal, dass es sich beim Hersteller eben um Kingston handelt. Und wir haben auch wieder ein 1 Terabyte Gerät oder beziehungsweise eine 1 Terabyte Festplatte. In dem Fall jetzt eben nicht mehr ein physischer Datenträger mit rotierenden Scheiben, sondern eben eine SSD. Deswegen sind die Informationen auch leicht anders als zuvor. Ich hoffe, dass ich jetzt mit den SSDs, die ich verbaut habe, länger Ruhe habe. Auf jeden Fall verlinke ich euch unten auch die Kingston SSD, die hier kompatibel ist, weil ihr habt ja gesehen in dem ersten Video, nicht jede SSD ist out of the box kompatibel. Diese hier gehört aber mit dazu. Im ersten Video hatte ich ja die Festplatte, glaube ich, nicht von Kingston gekauft, aber das können wir auch nochmal schnell checken. Ich wechsle mal auf den anderen Cloud Key. Ganz genau. Also hier haben wir keine Kingston SSD drin, auch eine 1 Terabyte SSD, aber nicht von Kingston. In dem Fall ist es dann, glaube ich, CT für Crucial, wenn mich nicht alles täuscht. Das würde auch passen. Aus meiner Erinnerung hatte ich damals eine Crucial SSD gekauft. Also ich verlinke euch in dem Video jetzt sowohl die Crucial SSD aus dem ersten Video, die war ja kompatibel und hat funktioniert, als auch die Kingston SSD jetzt aus dem zweiten Video, die könnt ihr verwenden. Und wie gesagt, damit ist der Tausch abgeschlossen. Ich hoffe, ich habe jetzt für die nächsten Jahre Ruhe bei beiden Geräten. Weiterer Vorteil, das hatte ich auch bei dem ersten Cloud Key schon festgestellt, beim Umrüsten von HDD auf SSD, dass tatsächlich das Anzeigen gespeicherter Videos und das Durchscrollen ein bisschen snappier geworden ist. Also, sag ich mal, es geht schneller, es ist weniger Verzögerung, es fühlt sich weniger laggy an. Ich hoffe, dass das jetzt hier bei dem Gerät dann auch der Fall ist. Unabhängig davon hätte ich gesagt, schauen wir jetzt noch einmal kurz auf dem Laptop, ob wir irgendwas aus der alten Festplatte noch auslesen können, beziehungsweise was zum Beispiel Checkdisk oder so zu der Festplatte sagt. Ne? Also laut Unify oder beziehungsweise laut Ubiquiti ist die Festplatte oder sind beide Festplatten ja defekt. Und ich hätte gesagt, wir springen jetzt einmal an den Laptop, schließen die Festplatte an und lassen einen Checkdisk durchlaufen, rein informativ, ob der irgendwas finden kann.
So, und jetzt wie gesagt rein informativ nochmal für mich. Ich habe jetzt hier nochmal einen externen 2,5 Adapter, also 2,5 Zoll Adapter, um SSD-Festplatten mittels USB zu verbinden. Jetzt schauen wir mal, ob da irgendwas erkannt wird. Also aktuell ist es so, dass, Moment, das seht ihr jetzt gar nicht. So, jetzt müsstet ihr es sehen. Aktuell ist es so, dass eben nur die interne Festplatte erkannt wird und wir auch im Gerätemanager jetzt keine zusätzlichen Geräte sehen. So, und jetzt, wie gesagt, schließe ich hier die externe Dockingstation an. Und normalerweise müsste jetzt ein neues Gerät erkannt werden in Windows. Wir sehen auch hier fängt es jetzt an zu blinken. Er hat auch ganz kurz einmal den Gerätemanager aktualisiert, das heißt, er hat irgendwie was mitbekommen. Ich sehe aber noch immer kein neues Gerät und kein neues Laufwerk. Jetzt können wir noch einmal Computerverwaltung schauen, ob wir dort vielleicht unter Datenträger etwas sehen. Also in der Computerverwaltung findet ihr die Datenträgerverwaltung. Da kann ich tatsächlich einen Datenträger sehen, der hier angezeigt wird. Er hat auch insgesamt 1, 2, 3, 4 Partitionen. Ich denke, ihr seht das hier im unteren Bildrand. Okay, das heißt also, prinzipiell ist das Gerät erkannt worden. Er kennt diese Art von Partitionen nicht und dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, hier irgendwie entsprechende Laufwerksbuchstaben zu vergeben. Die Daten, gehe ich mal davon aus, sind eh weg, weil ich kam über die Oberfläche nicht mehr ran. Das heißt, ich lösche jetzt einmal die Volumes, denn wir haben ja hier, wie gesagt, unseren Datenträger C. Sag ich mal, wenn ihr euch absolut sicher seid, dass das wirklich ein neuer Datenträger ist, könnt ihr jetzt auch hier einfach die Verbindung nochmal trennen, dann müsste Datenträger 1 verschwinden. Das mache ich noch einmal zu Demonstrationszwecken. Und ihr seht, ich habe die USB-Verbindung getrennt und der Datenträger 1 ist sofort verschwunden. Bedeutet, ich schließe ihn wieder an. Einfach nur für euch, um diese Sicherheit sozusagen, dass ihr die Sicherheit habt, wie könnt ihr erkennen, ob das jetzt wirklich die Festplatte ist, die ihr angeschlossen habt, für den Fall, dass ihr mehrere Festplatten im System habt und euch unsicher seid. So, jetzt gehen wir, wie gesagt, her und löschen diese Partitionen, die da vorhanden sind. Ich lösche sie jetzt alle und werde eine große Partition machen, der ich dann auch einen Laufwerksbuchstaben gebe, damit ich eben Checkdisk ausführen kann. Wahrscheinlich gibt es auch Möglichkeiten, Checkdisk ohne Laufwerksbuchstaben auszuführen. Da habe ich jetzt aber die Befehle nicht im Kopf. Und wie gesagt, dadurch, dass es ein magnetischer Datenträger ist, ist auch das Löschen der Volumes überhaupt nicht kritisch in Bezug auf die Daten, die dort persistiert sind, da ich mit einem einfachen Datenrettungsprogramm jederzeit vorhandene Daten auch wieder nachlesen kann. Man muss die Daten, sage ich mal, mindestens 5 bis 10 Mal überschreiben und überschreiben heißt dann wirklich aus einer 0 eine 1 machen, aus einer 1 eine 0 und so weiter, bevor es nicht mehr rekonstruierbar ist. Jetzt machen wir hier ein neues einfaches Volume, geben dem die Maximalgröße, das ist der Standard, geben dem auch einen Laufwerksbuchstaben, ich gebe dem jetzt irgendwelchen Quatschbuchstaben, möglichst weit am Ende des Alphabets, habe jetzt mal U genommen und nenne das Ding CloudKey HDD, einfach nur für mich, damit ich weiß, was es für eine ist. Wir machen jetzt hier eine Schnellformatierung, bedeutet auch, dass lediglich die Indextabelle umgeschossen wird, also auch keine Gefahr für eventuelle Daten, die auf dem Datenträger sind, besteht, dass da was überschrieben wird. Führen das einmal aus, das wird jetzt wahrscheinlich einen Moment dauern. Ich kann hier schon mal den Checkdisk-Befehl vorbereiten. Jetzt hat er natürlich mitten im Tippen, wie das Windows immer macht, einem den Fokus geklaut. Danke Microsoft, fantastisch Bill, dass du es nach 20 Jahren noch immer nicht hingekriegt hast. So, jetzt geben wir hier Checkdisk ein und sagen Laufwerksbuchstabe U und gucken mal, ob er irgendwas findet. Das ist jetzt eine Okay, jetzt muss ich die Konsole einmal als Admin starten, war ja auch klar. Das ist ja die neue Windows-Welt. So, machen wir das nochmal, check das. Also ihr müsst den Doppelpunkt angeben. Ich hatte es jetzt nicht mehr automatisch aus dem Kopf. Also ihr müsst dann Datenträgername Doppelpunkt angeben. Also CHKDSK, Abkürzung für Checkdisk, Leerzeichen, Laufwerksbuchstabe, Doppelpunkt. So, was hat er gemacht? Der Schnelltest zeigt auf jeden Fall mal keine Fehler. Jetzt schauen wir mal, wie nochmal die Optionen waren. So, jetzt machen wir einmal
mit /F für Fehlerbehebung, /R für Suche nach beschädigten Sektoren. Das hätte ich gesagt, klingt gut. /F/R, Groß F, wollen wir genau sein. Und jetzt wird das eine Weile dauern. Ich lasse den jetzt eine Weile laufen und wenn er fertig ist, gebe ich euch nochmal die Auflösung. So, jetzt ist nochmal ein bisschen Zeit vergangen. Der hat nochmal weiter gescannt und ist jetzt mit dem Scan-Vorgang auch durch. Und ich muss sagen, es ist scheinbar kein Software-Bug in der Ubiquiti-Verwaltung. Ich werde im Nachgang dennoch Ubiquiti ein Support-Ticket stellen, denn ich finde es halt ein bisschen ungeschickt, dass wenn Ubiquiti eine Festplatte erkennt, die fehlerhafte Sektoren aufweist, was jetzt tatsächlich bei der Festplatte auch der Fall war. Ich blende euch jetzt hier nochmal das Bild ein und highlighte die entsprechend relevante Sektion und da sehen wir, dass er 1229 fehlerhafte Cluster gefunden hat und die sozusagen jetzt auch als fehlerhaft markiert hat. Bedeutet prinzipiell, oder was heißt prinzipiell? Bedeutet, die Ubiquiti-App hat durchaus richtig erkannt, dass die Festplatte ein Problem hat. Ich werde jetzt im Nachgang auch nochmal die erste Festplatte checken, also die beim ersten Cloud Key ausgebaut wurde und da auch nochmal den vollständigen Check des Scan machen und auch bei beiden Festplatten nochmal versuchen, Videodateien wiederherzustellen. Warum ich mich aber an Ubiquiti wenden möchte, ist der Grund, dass er hat fehlerhafte Cluster erkannt, aber dann die gesamte Festplatte bzw. den gesamten Zugriff auf die Festplatte über die Ubiquiti-App zu stoppen, finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich gut bzw. zielführend bzw. was soll das? Dann kommt der Nutzer überhaupt nicht mehr an seine Daten ran. Also man kann ja eine Warnmeldung anzeigen, die ist ja auch völlig berechtigt, aber dem Nutzer sozusagen eine Warnmeldung zu zeigen und gleichzeitig gar keinen Zugriff mehr auf die Daten zu geben, sodass man die dann nachher aufwendig hier mit irgendwelchen externen Tools, wie das jetzt bei mir der Fall ist, rekonstruieren muss, finde ich einfach furchtbar. Ja, er hat fehlerhafte Cluster gefunden, aber deswegen den Gesamtzugriff zu blockieren, finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Insofern, mein initialer Verdacht, dass es ein Software-Bug sein könnte, hat sich nicht bestätigt. Diese eine Festplatte jetzt aus dem zweiten Cloud Key ist definitiv defekt. Jetzt bin ich mir auch ziemlich sicher, da ja die Festplatte keinen Sturz abbekommen ist, dass es eher ein Problem ist mit vielleicht der Charge von den Toshiba-Festplatten, oder sie vielleicht einfach gar nicht für diesen Dauerbetrieb ausgelegt sind. Das heißt, dann vielleicht der Einkauf irgendwie sich für einen falschen Hersteller oder ein falsches Modell entschieden hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es sehr ungewöhnlich, da ich, wie gesagt, bisher keine wirklichen Festplattendefekte hatte und ich schon wirklich sehr, sehr viele sowohl magnetische Datenträger, also so Oldschool-Festplatten hatte, als auch natürlich SSDs. Vielleicht hatte ich bisher auch einfach immer nur sehr viel Glück und die Glückssträhne ist jetzt gerissen, ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, die Festplatte hat kaputte Sektoren, aber in einer meiner Meinung nach zu vernachlässigenden Größe. Bei 1229 Clustern oder fehlerhaften Clustern ist das jetzt kein Weltuntergang. Insofern, die Information war richtig, die Umsetzung eher mangelhaft in der Ubiquiti-App für den Cloud Key. Aber wie gesagt, da mache ich ein Support-Ticket auf. Sollte ich da eine vernünftige und zielführende Antwort erhalten, würde ich natürlich ein Folgevideo machen. Ich sage euch aber gleich aus meiner Erfahrung, es ist heute eher unwahrscheinlich, dass wenn man mit solchen konkreten Problemen an Hersteller herantritt. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass man A, jemand mit der entsprechenden Kompetenz findet und B, jemand, der die Muße hat, sich diesem Thema anzunehmen. Also ich probiere es. Wenn ich was Sinnvolles als Antwort erhalte, würde ich natürlich ein Folgevideo machen. Ansonsten sind wir an der Stelle durch. Jetzt wisst ihr, wie gesagt, ihr wusstet es ja vorher schon, ausbauen. Jetzt habe ich euch eben nochmal gezeigt, wie ihr da nochmal validieren könnt. Wie stark ist die Festplatte wirklich betroffen? Ist sie überhaupt betroffen? Ist sie defekt? Und wenn sie defekt ist, wie stark ist sie defekt oder wie sehr defekt ist sie? Also, wie gesagt, diese 1229 Cluster, die sind jetzt eigentlich kein Weltuntergang. Die Frage ist eben, ob das ein Indiz dafür ist, dass die Festplatte langsam stirbt oder einfach ein Alterungsprozess, der halt auftritt, der ganz normal ist. Also in dem Bereich würde ich mal eher davon sprechen, dass es normale Alterung ist. Wie gesagt, wir haben hier ja rotierende Datenträgerscheiben. Da ist immer ein gewisser Verlust über die Laufzeit ganz normal. Dann ist das Ding ja auch unterschiedlichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten ausgesetzt. Das hat einfach alles einen gewissen Einfluss. Also ich würde jetzt nicht stupide die Festplatten wegwerfen. Ich werde auch die Festplatten nicht wegwerfen. Ich werde sicherlich noch mal einen Einsatzzweck für die Festplatten finden, irgendwo in einem nicht so kritischen Bereich. Dann werden die ihr restliches Leben noch in irgendeiner anderen Stelle verbringen. Insofern
Insofern war es das fürs heutige Video. Jetzt habt ihr die Infos, wie könnt ihr die Festplatte auch nochmal genau detailliert analysieren. Wie gesagt, ich habe jetzt es so gemacht, auf dem Datenträger befindlichen Volumes oder auch Partitionen einfach gelöscht habe, eine neue übergreifende Partition angelegt. Das ist auch für die Daten auf dem magnetischen Datenträger, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Wir können dann mit Datenrettungsprogramm den Datenträger scannen lassen. Das werde ich jetzt im Nachgang auch noch machen und versuchen, so viel wie möglich Informationen und Dateien von dem Datenträger nochmal zu extrahieren. Also das Löschen der Volumes oder das Löschen der Partition führt bei einem solchen magnetischen Datenträger nicht automatisch zum Datenverlust, wie vorher erwähnt. Wie gesagt, müsstet ihr den Datenträger, die einzelnen Datenpunkte wirklich explizit 01, 01 immer wieder überschreiben und zwar komplett für die gesamte Struktur, um wirklich sicher zu gehen, dass die Daten nachhaltig weg sind. Insofern, wie gesagt, war es das fürs heutige Video. Ich hoffe, es war nochmal was Hilfreiches dabei. Wie gesagt, wenn ich Infos von Ubiquiti bekomme, werde ich die nachreichen. Bis dahin, euch eine gute Zeit und bis bald. Ciao!